Das ist ein Wohnwagen und kein Tiny House. Das heißt, man hat nicht die großen Beschränkungen mit einem Tiny House. Ich zeige Ihnen mal ganz kurz. Gerhard, hallo. Ja, Stimmt das? genau so ist es. Wir sind ein Wohnwagen. Ja. Ein Wohnwagen aus Holz, innen ausgebaut aus Zirbenholz. Das ist der Hammer. Das heißt also, du hast ein atmendes Element mit drin, die, ich sag mal, innen drin, das Raumklima ist der Hammer, oder? Genau so ist es, weil wir Thermohanf als Dämmstoff haben und alles atmen kann. Die Feuchtigkeit kann jederzeit aus dem Objekt herausgehen und ich habe ein tolles Wohnklima. Ja, man kann auch drin leben. Habt ihr Leute, die drin leben? Ich habe Leute, die dauerhaft drin wohnen. Ja, komm, wir gehen mal kurz auf die andere Seite. Du hast ein gutes Verhältnis zu deinen Nachbarn, deswegen gehen wir mal gerade rüber. Die haben eben noch Bescheid gesagt, alles ist aus Zirbenholz. Ungefähr die Entwicklung, wenn das jetzt ein bisschen altert, wird das grauer? Ja, es vergraut. Also im Außenbereich ist Thermoaspe, im Innenbereich ist Zirbenholz. So, das sieht man auch hier, aber das ist widerstandsfähig. Ich nehme an, dass auch Skihütten und so weiter werden aus dem Material gebaut. Genau so ist es. Wir sind in den Bergen, wir sind schneebedeckt, wir haben überhaupt keine Probleme mit der Natur. So, das Gewicht? 2120 Kilo, voll eingerichtet mit Dusche und Toilette. Okay, das heißt, auch die Schweizer dürfen ja bis 3,5 Tonnen ziehen. Das ist sogar im normalen Führerschein mit drin bei den Schweizern. Die haben zwar nicht 7,5 Tonnen, aber die dürfen 3,5 Tonnen ziehen. Ja, die dürfen sogar jetzt 100 fahren und unser Tannhäuschen fährt auch 100. Ich zeig's mal gerade. Da vorne hast du was Tolles gemacht, das hatte meine Oma immer dran. An den Fensterläden hast du hier diese ganz kleinen, Name von denen? Mannequin. Die Mannequin dran. Ja. Kannst du zumachen und das kann man auch zumachen, gell? Genau so ist es. So. Ist das auch im Winter zu benutzen? Ist es gut isoliert? Genau so. Aufgrund des Thermohanfes haben wir also im Winter 6, 7 Grad wärmender, im Sommer genau andersrum. Ja. Machen wir auf. Das Ganze ist ordentlich gefertigt. Man sieht das hier. Da hast du eine Dachrinne mit drin aus Aus Kupfer. Kupfer. So, Kupfer ist teuer. Ja, aber trotzdem soll ja auch was Schönes sein für die Es Dauerhaftigkeit. kann auch kein Wasser drauf stehen bleiben. Du hast oben eine runde Form. Ja, eine runde Form. Und das Wasser kann gut ablaufen. Hinten ist auch rund. Jawohl, auch der Schnee. Wir haben natürlich einen Dachüberstand. Wir können auch die Tür im hinteren Bereich einbauen. So, warte, ich zeige es mal ganz kurz, dass man das mal sieht. Wir sind ein bisschen beengt. Wir sind auf dem Caravansalon. Das ganze Haus atmet. Hier sieht man das sehr schön. Da ist offen. Da kann man auch zumachen von innen. Genauso ist es. Das ist die Querlüftung, die wir eingebaut haben. Wir sind völlig autark. Wir können mit Solarmodul und der Cinderella-Toilette, eine Toilette, die ohne Wasser und ohne Abwasser arbeitet, völlig autark unterwegs sein. Ja, man sieht das auch hier vorne, ist sogar schon eine Spinne, hat sich hier verewigt. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Und die muss ja hier auf der Messe gewesen sein. Die mag dein Haus, oder? Genauso ist es. Krass. Das ist Natur. Pur. Ist jetzt unbehandelt, oder? Unbehandelt, ja. Man kann es behandeln, aber nee, soll man nicht. Man kann es behandeln, aber im rückwärtigen Front haben wir jetzt hier ein schneebedecktes Bild, wenn Sie sich einfach mal drehen. Ja, Das steht am Wolfgangsee, ja. 7 Jahre alt. Eine Schneelast von über 1,40 Meter auf dem Fahrzeug drauf und wir haben kein Problem. Und der Schnee ist nass. So ist es, das ist es. Der Schnee ist nass. Ja, das Problem ist nasser Schnee und nicht trockener. Genauso ist es. Du kennst dich aus. Ja, ein wenig. So, da vorne sieht man dich. Nee, das bist nicht du, Nein, aber Mitarbeiter. das bist du. Das bin ich, jawohl. Du hast einen Ofen drin hier in dem? Ja, in dem nicht, aber können wir einbauen. Können wir einbauen. Habe ich schon gezeigt, wie es da ist. Und ja, es heißt Tannhäuschen mobile Naturholzhütten. Tannhäuschen.de. Komm, wir zeigen es mal von hinten. Ja. Also nur 2,12 Tonnen ist das Gesamtgewicht. Jetzt haben wir es mal aufgemacht. Wir waren gerade eben, wart ihr wahrscheinlich irgendwas essen kurz. Genauso ist es. Wir mussten mal eine kleine Pause machen. Ja, ihr habt draußen eine kleine Sauna aufgebaut. Ne? Ja, wir haben eine Sauna draußen, eine Zirbenholzsauna. Ja, da müssen wir gleich mal hingehen und schauen uns die mal an, dass wir Ja. die mal sauen. Machen wir ein soll- eigenes. Und Die ist völlig autark. Die Sauna können wir überall an dem See, in dem Berg, überall nutzen, ohne Landstrom zu nutzen. so, man kann natürlich auch ein Tandem drauf machen, aber das muss man nicht. Wenn wir größer sind, wir können ja auch 6,50 Meter oder 8,50 Meter sein, dann haben wir ein Tandem. So, fangen wir an mit den Fenstern. Was für Fenster sind drin? Das sind Thermofenster. Fenster auch im Außenbereich mit Thermoholz verbaut, Ja. Thermoaspe, dass wir das gleiche Design haben. Also das ist jetzt nicht nur die Optik, das ist Holz. Das ist Holz. Oh, ziemlich geniales, die Läden, finde ich. Also kommt natürlich hier in der Schweiz gigantisch an. Hier vorne sieht man... Entschuldigung, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Das ist die Heizung. Das ist die Lüftung der Heizung, jawohl. Oh, da ist eine Truma drin. Was ist da drin? Da ist die Truma drin. Eine Vierer. 1,8 kW. Ja, sehr schön, die wir da haben. Und wir gehen am besten mal rein, denn das Raumklima, es fängt an der Tür. Du hast eine Mehrpunktverriegelung mit drin. Hier kommst du nicht rein. Und wir haben eine Klöntür. Wir Norddeutschen sagen eine Klöntür. Ja, Das die war heißt, nämlich wir können auch mal rausschauen aus der Tür. wie beim Pferd, so ein Wie bisschen. beim Pferd, genau. Das war früher bei den Tabat-Wohnwagen, da hatten die das noch, ja, Ja, muss man sagen. Das genau ist so. mittlerweile nicht mehr da.
Und hier sieht man es also, wie es hier da ist, kostet 66.000 €. Das Ding ist in Handarbeit gefertigt. Wenn man gleich mal reingeht, da bist du der Star auf dem Campingplatz, weil man kann damit auch Camping fahren, oder? Genau so ist es. Wir fahren 100 und können überall stehen. Können überall stehen. So, jetzt gehe ich mal rein. Der Hammer. Du hast echt... Und es riecht wie in der Sauna, oder? Ja, der Hammer ist, die Betten. 2,6 Meter, 2,8 Meter lang. Hat eigentlich kein Wohnwagen. Unten 1,40 breit, oben 1,20 breit und dann alles hier aus Zirbenholz gebaut. Alles komplett. Das ist Schreinerarbeit. Das ist Schreinerarbeit, die wir selber machen. So, dann hast du hier, warte mal, die gute Stube. Das kann man aber noch umsauen. Das ist jetzt Hüttenfeeling, oder? Das ist Hüttenfeeling pur. Das Häuschen atmet. Hier lebe ich. So, das ist vollkommen korrekt, ja. Was du jetzt drauf hast, du hast eine Bank hier mit drauf, du hast 2 Riesenbetten mit drauf. Ja. Thema Stauraum? Stauraum habe ich natürlich unter den Bänken überall. Ja. Wir sind natürlich auch gut versorgt für eine Messe. So, dann ist da nochmal Stauraum. Stauraum unter jeder Bank, unterm Bett Stauraum. Unterm Bett ist auch Stauraum. Jawohl. Wir haben eine Klappbank zusätzlich, wenn wir Gäste empfangen. Kann ich mal eben aufmachen? Ja, zeig mal. Warte, da bin ich nämlich teilweise drauf am Sitzen. Ja, die ist geteilt. Einmal da. Zirbenholz verbauen. Zirbenholz ist weicher. Und wenn ich die Heizung anhabe, dann habe ich einen richtig schön warmen Sitz. Ja, das speichert auch die Wärme. Die Heizung, also so das Wärmegefühl ist was ganz anderes. Das Haus atmet. Klär mich mal auf. Richtig. Wir haben also innen haben wir das die Zirbe. Dann haben wir 50 mm Thermohanf und außen Thermoaspel. Das ist die kanadische oder europäische Pappel. Und die Feuchtigkeit, die hier im Raum entsteht, durch das Wohnen, durch das Leben, die kann durch das Thermohanf nach außen befördert werden. Thermohanf ist der einzige Dämmstoff, der auch feucht werden darf, weil er wieder trocknet. Und dann habe ich das tolle Raumklima. So, das Ganze, da ist auch ein Fachbegriff für da, der heißt wie? Ist diffusionsoffen. Diffusionsoffen, ganz genau so ist es. So, du hast ein ordentliches Scheißhaus, hätte ich fast gesagt, ja. Da ist eine Cinderella, steht da. Genau so ist es. Das ist die Cinderella, die wir ohne Wasser und ohne Abwasser nutzen können. Ja, die geht auf Gas oder auf Strom? Die geht auf Gas, die gibt es als Gas und Elektro. Ich will das mal eben kurz zeigen. Bitte jetzt. Schauen will. Ach so, ohne, okay. Also so habe ich praktisch dann den Toilettengang, den ich absolvieren kann. Und wenn ich dann wissen will, was habe ich produziert oder was habe ich verbrannt, dann machst du dann hoch. öffne ich einfach die Cinderella. Das war eine Banane, die wir testweise vorgestern verbrannt haben. Das ist so, man soll ja zum Testen immer Bananen verbrennen, habe ich gelesen bei Cinderella. Übrigens hinter dir ist der Schornstein. Das Ganze muss auch fachgerecht eingebaut werden. Das ist nicht ganz trivial, der Einbau, aber ihr könnt das, oder? Genau so ist es. So. Wir sind mittlerweile Händler. Vor 5 Jahren in Bern das erste Mal die Cinderella gesehen. Da habe ich gedacht, jetzt werden sie verrückt. Und jetzt sind wir Händler. Ja, die haben jetzt auch eine Festtoilette, habe ich gesehen, also für feste Häuser und so weiter. Das ist ja noch die mobile. Aber das ist so, man muss es nicht oft leeren. Das, was rauskommt, kannst du einfach in die Walachei kippen. Genau das ist Asche. So ist es. Ja, das ist Leben pur. So, jetzt guck mal hier eine Dusche. Wir können also hier auch eine Dusche verbauen, sodass wir dann hier eine Schiebetür einbauen, die Dusche dort haben, wo jetzt die Toilette ist und vor der Dusche dann eben die Cinderella. So, die Holzqualität, wie habt ihr die ausgewählt? Ja, die Holzqualität kommt aus dem Ötztal. Ich habe einen befreundeten Tischler in Seefeld. Das Holz, das Zirbenholz, das beste Zirbenholz, was wir kriegen können, kommt aus dem Ötztal. Das riecht man, wenn man hier reinkommt. Und das riecht nicht nur heute und morgen so, sondern in 5 bis 10 Jahren auch noch. Es bleibt so. Es hat, glaube ich, noch eine Funktion für Mücken. Genau so ist es. Also die Mücken fühlen sich nicht so wohl. Und das ist ja das, was wir eigentlich wollen. Ja, jetzt kannst du hier oben zumachen. Der Aufstieg aufs Bett, ich ahne schon. Du gehst über die Bank einfach rein. Genau so ist es. Da ist deine Treppe mit integriert. Genau. So, und dann hast du oben noch ein bisschen Platz. Du hast auch einen Rausfallschutz für Kids oben oder schlafen die Eltern oben? Also wir haben unten 1,40 und oben haben wir 1,20 Breite. Die Länge ganz fantastisch, 2,6 Meter, 2,8 Meter, weil wir eben durch die bauchige Form richtig Wohnfreiheit haben. So, du hast eben erzählt, du kannst auch größer bauen. Was wäre denn anders? Das nächste wäre 6,50 Meter. Also jetzt haben wir 5 Meter, 6,50 Meter und 8,50 Meter. So 8,50 hat er mehrere Räume, oder? Ja, da können wir 3, 4 Räume draus machen. Wir können aber auch mobil sein. Wir gehen auf die Straße damit. Wir dürfen mit allen unseren Fahrzeugen 100 fahren. So, jetzt hast du ein Kochfeld eingebaut mit integrierter Spüle. Das ist aber nach Kundenwunsch, kann man absprechen. Individuell, wie der Kunde es haben möchte. So, und dann hast du unten einen Schrank, wenn du den mal kurz mal öffnest. Da ist natürlich Messe. Ja, ein bisschen und Wasser. Ein kleines Schnäpschen drin. Ja,
Oh, das ist gut. was man so abends braucht. Ne? So, dann ist hier AES-Kühlschrank. Der ist natürlich auch gerade für die Messe, für unsere Kundschaft natürlich äußerst gut gefüllt. Du darfst mir gleich mal was anbieten. Das ist sehr mache schön. ich gerne, ein nordisches Störtebeker Bier. Ein Störtebeker, ne, Bier darf ich noch nicht trinken. Was ich toll finde, ist deine Lichtschalter, die du hier verbaut hast. Also du hast übrigens überall, weiß nicht, ob es Kunststoff ist oder ist es wirklich Bakalit? Das ist wirklich Bakalit, ja. Ja. Sind die neu oder alt? Optimum, ganz neue von Optimum. Ja. Es gibt also extra einen Lieferanten, der sich auf das spezialisiert hat. Auch alle Stecker hast du aus Bakalit gemacht? Stilecht. Stilecht. Du bist gut. Da vorne, ich liebe diesen kleinen Tank. Zeig dir mal bitte. Ja, das ist das, was man zum Zähneputzen und zum Trinken braucht, nämlich frisches Wasser, was ich morgens mitbringe. Schön verkleiden kann, es kann auch nichts einfrieren, wenn ich mal die Heizung vergesse anzumachen. Und so habe ich das schön versteckt im Zirbenholz. So, da oben, das nenne ich ja mal ein Gitter, was man dann gebaut hat. Das ist die Auch aus Holz, die Querlüftung, Querlüftung. Oben mal bitte öffnen. Aber gerne. Sollen wir sehen, wie das festgemacht ist. Also alles komplett Schreinerqualität. Du musst hier nicht auf jedes Gramm achten, oder? Bei dem Auto? Nein, überhaupt nicht. Ja. Wir können ja 380 Kilo zuladen. Hast du jemals überlebt, die Kabine mal aufzusetzen auf ein Auto? Haben wir auch schon gemacht. Und? Sehr gut gelungen. Ja. Da hat ein Kunde ein eigenes Chassis gehabt und haben wir es einfach draufgesetzt, weil wir einen Trägerrahmen haben und unter jedem Trägerrahmen können wir jederzeit eine Achse verbauen. Boah, du bist total verrückt. Das ist eine tolle Idee, oder? Ja. Das sagt viel. Warte mal, ich zeig's mal gerade. Toll finde ich natürlich auch die Tür. Du kannst hier Haushaltssachen verwenden mit Mehrfachverriegelungen und so weiter. In diesem Ja. Falle, ja. Okay. Es macht keinen Sinn, auf dem Dach was einzubauen, denn das haben mich viele gefragt, weil da ist eine spezielle Folie oben drauf und wenn die unterbrochen wird, das könnte ein Problem werden. Also wir haben keine Folie, sondern wir haben eine ganze Platte, die das gesamte Dachelement abdeckt. Ja. Eine Monopanplatte, die kommt aus dem Flugzeugbau und Fahrzeugbau und die ist unkaputtbar. Und die lackieren wir in der Farbe der Kante, die wir aus Kupfer fertigen. So, komm mal mit. Wir geben es wieder frei, dass die Leute wieder reinkommen können. Du hast einen Prospekt. Sind da noch ein paar andere drin, dass wir die mal kurz mal zeigen können? Alles drin. Genau, langsam bitte. Das bist du? Da können wir auch mal mit dem Trecker umherfahren. Ja, das ist was? Das ist jetzt mal ein Tannenhäuschen, die gleiche Hütte wie hier, Ja. mit dem Trecker als Zugfahrzeug. Das ist natürlich auch cool, wenn du damit durch ein Dorf fährst oder so. Ja. Da haben wir die Jägerhütte mit einem richtigen Bollerofen. Ja. Da haben wir mal eine ganz einfache Hütte gebaut für den Berg. Was krass ist, es ist kein Tiny House. Das heißt, du kriegst eine Zulassung am Campingplatz. Du kannst ja stehen, wenn der Campingplatz das erlaubt, Dauercamper, dann kannst du stehen bleiben, oder? Genauso ist es, weil wir Wohnwagen sind. Wir sind Ja. auch versicherbar. Genau. Die typische Jägervariante, die Schusswaffe sicher untergebracht im Bett. Bis zu 7 Schlafplätze. Wahnsinn. Im Winter, 7 Jahre, steht das Tannenhäuschen schon am Wolfgangsee in einem Fischereibetrieb. Ist natürlich für die Schweiz total spannend, weil du oft keine Baugenehmigung kriegst auf irgendwas. Die können dann ihr Häuschen hier hinstellen. Du bist ja nicht umsonst in der Schweiz, oder? Genau so ist es. Das war der Hauptpunkt. Ja. Und du kommst aus dem Norden. Ja, aus Norddeutschland. Und mein Gott, das sieht ja gar nicht nordisch aus. Nein. Ist es auch schon im Norden verkauft worden? Ja, natürlich. Meine Nachbarn haben alle so ein Häuschen. Haben alle so ein Häuschen. Warte mal, ich guck mal gerade, ob ich da oben drauf filmen kann, ob ich so hochkomme. Du hast aber hier vorne, warte mal, die kleine Stufe, die da ist. Kleiner Tritt, der drauf ist. Mal eben die Dachfläche. So, das ist die Dachfläche und die hat die gleiche Farbe. Ja, So, das auch in die Natur passt. Gerhard Naujoks. Wir kommen gleich mal raus. Ist da draußen jemand an der Sauna? Ja, da habe ich 2 Kollegen, die Und die ist fahrbar. ist fahrbar. Die ist mobil, fahrbar, völlig autark. Wir können die Sauna mit dem Gasofen überall einsetzen, ohne Landstrom zu nutzen, weil wir eine große Batterie haben, ein Solarmodul und eine Gassauna. Gassauna, Ein so. Gassaunaofen. Aber auch aus Zirbenholz natürlich gebaut. Gernot, wir sollen jetzt mal was trinken, habe ich gesagt. Ich habe so Genau. einen Durst, das machen wir jetzt mal rein. Und ja, da steht's auf dem Swiss Caravan Salon heute am 30. Oktober 2021. Ich bin vorbeigegangen, du warst gerade was essen. Ich habe gesagt, erwarte ich doch drauf. Das müssen wir einfach zeigen. Wir gehen mal gerade einen Meter zurück. Das ist der absolute Star hier auf dem Caravan Salon. Wie kommt's an? Super. Wir haben gestern eine Sauna nach Mexiko verkauft. Nach Mexiko. Ja, Das ist doch warm in Mexiko. Ein Schweizer, der die Sauna in Mexiko mitnutzen möchte. Ja, und die kommt dann auf ein Containerschiff und dann Wir verladen sie in den nächsten Wochen und dann werden wir Mexiko besuchen. die Lieferzeit? Lieferzeit 6 bis 8 Monate. Geht ja noch, oder? Ja, momentan noch möglich. Vielen Dank. Tschüss. Wunderbar.